Ich fühle mich Hagen gegenüber ja schon auch wie du in deinen besten Zeiten. Hat er auch mal ein Date mit dir vergessen oder dich sonst irgendwie enttäuscht? Oder wieso hast du ihn immer so angezickt? Er hat meine Gefühle nicht erwidert und ich wollte ihn auf Abstand halten. Marlene Hagen liebt dich. Ich warne Sie. Fassen Sie mich nicht an. Weg mit der Waffe. Das klang wie ein Schuss. Oder eine Fehlzündung. Oder wieder ein Wilderer. Alles in Ordnung bei euch? Verliebtheit ist ein intensives Gefühl der Zuneigung. Glücksbotenstoffe fahren Achterbahn und man schwebt auf Wolke 7. Und genau da fängt das Problem an. Ich sehe mal nach, ob vor Linse gerade die Töpfe explodiert sind. Bis später. Mir ist schon als Kind in der Achterbahn schlecht geworden. Und ich warte auf ein Zeichen, weil ich endlich aussteigen will. Entschuldigung. Telepathie? Hey, das will ich gern wieder haben. Sag mal, warum sucht sich Dana keinen neuen Job, wenn sie diesen Lahnstein so zum Kotzen findet? Du kriegst echt gar nichts mit, oder? Dana steht auf Hagen. Was? Nichts. Nichts. Zum Glück ist Verliebtheit kein Dauerzustand. Sie kann in Liebe übergehen oder abflauen. Ich hoffe auf Letzteres. So ein Idiot. Ach, komm her. Ist alles gut. Von wegen. Es war alles umsonst. Was ist denn hier los? Helena, was ist denn passiert? Sie lebt noch. Aber jemand hat ihr ordentlich ans Übergebraten. Wir wissen es auch nicht. Wir haben sie zusammengebrochen in Justus Armen aufgefunden. Die Wachleute durchsuchen alles, aber hier unten ist nichts. Ich sehe mich mal oben um. Ich komme mit. Aber seid vorsichtig. Sie kommt zu sich. Helena, wie geht's dir? Sonja hat gedroht, das Tonband der Polizei zu übergeben, wenn ich ihr nicht die Axt besorge. Was für ein Tonband geht es denn überhaupt? Um eine Aufnahme von ihrem Anrufbeantworter. Deine Stimme ist zu hören und die von Antonia, wie sie dich anfleht, dass du sie nicht vergiften sollst. Ich wollte einfach nur beweisen, dass dieses Tonband gefälscht ist, damit Sonja ein für alle Mal verschwindet, aber... Und ich, Idiot, glaub noch, du hast was mit Berger. Philipp, dieses Tonband in Verbindung mit Antonias Tagebuch. Du wirst sofort vor Gericht kommen. Du bekommst lebenslänglich. So schnell wird niemand verurteilt. Komm her. Sicherheitsdienst, hier! Nico, ist euch was passiert? Keine Sorge, sie hat ihn nur K.O. geschlagen. Nehmen Sie ihn mit. Ich rufe jetzt sofort die Polizei. Nein, nein, keine Polizei. Ich muss euch vorher etwas sagen. Also die Seite ist okay. Schauen wir uns das mal da vorne an. Na toll. Herzlichen Dank.
Dass meine Schuhe dreckig geworden sind? Bitte gerne. Was? Nichts. Blöder Schnösel. Ich will gar nicht wissen, wen du meinst. Hoher Besuch. Ja, wegen besagtem Schnösel. Deshalb muss ich dringend mit dir sprechen. Ich habe mir nämlich was für unsere Hochzeit überlegt. Danke. Also, erstens würde ich, dass die beiden Menschen, die mir am wichtigsten sind, wenigstens am glücklichsten Tag meines Lebens miteinander auskommen. Aber Onkel Henry und Tante Maya kommen doch super miteinander aus. Und zweitens, Mein Eheversprechen. du meinst, wenn das Brautpaar sich vorm Altar wundervolle Dinge sagt und alle Gäste gerührt ein Tränchen in ihr Taschentuch Ja, verdrücken? nur dass bei mir keine aus Rührung weint. Wie jetzt? Du meinst, ich soll das machen? Vergiss es. Such dir einen Ghostwriter oder sowas. Aber lass mich da raus. Schade. Und ich hätte echt gedacht, du würdest mir helfen. Mein Gott, Nicola, was hast du alles mit dir herumgetragen? Auf jeden Fall müssen wir die Polizei aus dem Spiel lassen. Ich habe keine Lust, denen erklären zu müssen, was du mit der Waffe vorhattest. Ich hätte doch nie auf ihn geschossen. Wo ist denn dieser Schmierlappen jetzt? Der Sicherheitsdienst kümmert sich darum, dass er so schnell wie möglich von hier verschwindet. Tut mir übrigens leid. Immerhin ist er ja dein Freund. Gleich und gleich gesellt sich ihm gern. Helena hat sich hingelegt. Lydia ist bei ihr geblieben. Und du solltest dich auch ein bisschen ausruhen. Was ist mit der Steigenberg? Hat sie dieses Tonband noch? Darum kümmere ich mich später. Erstmal bringe ich Nico rüber zu uns. Und sag Bescheid, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ja? Vielleicht ist an der Sache mit Dana und Hagen ja doch was dran. Schon komisch, wie die ihn immer anguckt. Andi, du bist echt ein Blitzmerker. Das ist fast wie in diesem Liebesfilm, den ich mir neulich mit Helena angucken musste. Ich bin fast eingepennt. Liebesfilm? Ja, das war so eine Dreiecksgeschichte, wo beide Mädels auf den gleichen Typen standen. Naja, und damit nichts auffällt, hat die eine so getan, als wenn sie ihn nicht ausstehen könnte. Ich fand das ja total unlogisch, aber Helena war hin und weg. Ich glaube, den kenne ich. Waren das nicht sogar Schwestern? Sag bloß, du stehst auf solche Schmonzetten. Naja. Solange ich zur Arbeit komme, brauche ich ja dafür keinen Fernseher. Was? Ja, okay. Es ist zwar ein absolutes Armutszeugnis, aber bevor ihr jetzt bei mir weiter auf den Keks geht, ich geb's ja zu. Ach, echt? Und ich dachte, Christian spinnt. Wenn ihr beide das schon gecheckt habt, dann weiß Hagens doch erst recht. Endlich mal ein normaler Mensch in diesem Irrenhaus hier. Ab hier übernehme ich. Wo warst du so lange? Deine verrückte Schwester hat mich beinahe erschossen. Berger. Wenn du meiner Schwester noch einmal zu nahe kommst, dann mach ich dich fertig. Und jetzt raus hier! Hier, du hast deinen Scheiß vergessen. Von denen müssen wir neue holen? Okay. Davon habe ich gedacht 35. Okay, lass es uns so machen. Ach, Dana, hast du mal einen Moment? Nee, jetzt nicht. Vielleicht später. Soll ich in Zukunft einen schriftlichen Antrag stellen? Ich habe gerade mit Andi geredet. Glaub ihm kein Wort. Er meinte, ich soll dich einfach selber fragen. Dana, Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich habe mich nur gewundert, dass du es mir nicht gesagt hast. Glaub ihm nicht, der guckt zu viel Filme, da wird man total bekloppt im Kopf. Aber sonst kommt dir klar? klar. Es geht ja auch nur um die Longiermaschine. Ach so, klar. Ich wusste nicht, ob das noch im Budget mit drin ist. Ist es. Aber lass uns das mal später klären. Super. Jetzt hält er mich auch für ein Psycho. Ich kann nicht mehr. Hilf mir, Philipp. Was tust du? Was ich schon längst hätte tun sollen. Ich bringe dich um. Ich habe davon kein Wort gesagt. Das weiß ich doch. Warum? Warum hast du dich dann erpressen lassen? Berger hätte dich fast... Mein Gott, Nicola, weißt du, was du da gerade getan hast? Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Und ich, Idiot, glaube auch noch, dass du mich betrügst.
Als Berger sich in mich verliebt hat, da ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Und nachdem du uns auch noch im Park gesehen hast. Ich hätte dir vertrauen müssen. Vielleicht wär's dann gar nicht so weit gekommen. Wenn ich dran denke, was du alles für mich getan hast, dein Leben aufs Spiel gesetzt und... Ja, und wenn die Steigenberg jetzt erfährt, dass wir das Ding in Schutt und Asche gelegt haben, dann war alles umsonst. Ich bin mit ihr in einer Stunde zur Übergabe verabredet. Okay, dann sollten wir sie besser nicht warten lassen. Und dabei ging es nur um eine Longiermaschine. Dana ist total durch den Wind. Vielleicht hätten wir doch lieber die Klappe halten sollen. Ich muss mich abreagieren, runterkommen, sonst verplapper ich mich am Ende doch noch. Dana, Mann, wenn Hagen es weiß, dann erzählt er es bestimmt Marlene und die redet nie wieder ein Wort mit mir. Das wird sie mir nie verzeihen. und dann wirst du am Ende einsam sterben, genau. Mensch, Dana, es ist doch nicht schlimm, dass du in Hagen verknallt bist. Es gibt schlimmere Chefs. Ja, das ist bestimmt nur eine Phase. Bald schon kommt der Nächste um die Ecke und dann ist die Sache durch, oder? Ja, was glaubst du denn, wen ich schon alles verknallt war? Ja, oder ich. Mann! Kapiert ihr eigentlich, was los ist? Das mit Hagen ist echt. Ich kann das nicht einfach abstellen. Dabei ist der Verlobte meiner Schwester. Tja. Dann brauchst du einen neuen Job. Lieber ein anderes Leben. Oder wir beide können ja auch mal mit Hagen sprechen. Was, spinnst du? Ja, was? Mal vorfühlen, ob er was ahnt. Ja, dann weißt du wenigstens genau Bescheid. Selbst wenn, das wird doch auch nichts ändern. Hagen heiratet Marlene. Und ich finde mich damit ab, und zwar so schnell wie möglich. Und wenn ihr beide auch nur ein Wort zu ihm sagt, dann bringe ich euch um. Das verspreche ich euch. Prost. Auf die 3 Profis. 4. Ihr habt Dana vergessen. Danke, dass du mir doch noch hilfst mit dem Ehegelübde. Ich bin schon total nervös. Naja, ich habe mich an dein Geburtstagsgedicht an Papa erinnert und dachte, ich kann dich mit dieser Aufgabe auf keinen Fall alleine lassen. Wenn Dana so super ist, wie du sagst, warum kriegt ihr euch dann ständig in die Haare? Keine Ahnung. So läuft das wohl bei Schwestern. Wieso? Wie meinst du das? Naja, wenn die eine heiratet, fragt die andere sich, ob der Kerl auch gut genug ist. Hat Dana sowas gesagt? Zumindest angedeutet. Sie ist ja ein bisschen impulsiv. Das ist manchmal schwer herauszufiltern, was sie wirklich meint. Ist schon gut, du findest es furchtbar. Okay, was würdest du denn an meiner Stelle sagen? Keine Ahnung, sowas wie... Ich mag's, dass du meine Laune nicht ernst nimmst. Dass du mich zum Lachen bringst. Obwohl ich ihr manchmal am liebsten den Hals umdrehen würde. Dana kann schon echt auch nervig sein. Ja, aber sie weiß, was sie will. Und geht zur Not mit dem Kopf durch die Wand. Das schätze ich an ihr. Du stehst zu dem, was du denkst und schwimmst nicht mit dem Strom. Und du bleibst dir selbst dabei treu. Oft verrennt sie sich und dann sieht man es förmlich in ihrem Kopf rattern, wenn sie denkt, verdammt, wie komme ich aus der Situation nur wieder raus? Sie meinen Ihre Radiomoderation? Hagen von Lahnstein, der seine besten Zeiten schon hinter sich hat. Ach du Scheiße. Weiß sie, dass du zugehört hast? Sie hat es erst ganz zum Schluss gemerkt. Und dann einfach so getan, als ob nichts passiert wäre. Ich mag's, dass du deine Fehler zugibst. Dass du über deinen Schatten springst. Auch wenn ich weiß, wie schwer es dir manchmal fällt. Haut einfach ihre Meinung raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Eigentlich ja ganz charmant. Wenn es nur nicht immer mich treffen würde. Du bringst nicht immer meine besten Seiten zum Vorschein, aber... Wenigstens muss man sich bei ihr nicht verstellen. Ja, das klingt doch irgendwie... Entspannt. Ja, zum Glück. Wir sind ja schließlich beide eine Familie. Ich vertraue dir. Ich will für dich da sein. Dich ermutigen, wenn du verzweifelst. Ich will mit dir zusammen alt werden. Und dich immer lieben. Wie am ersten Tag. Gänsehaut. Wenn Hagen das hört. Wo ist der überhaupt? Was trinken mit Christian und Andi.
Die Axt des Mextli. Für Sie. Haben Sie Philipp auch erzählt, was Sie tun mussten, um an diese Axt zu kommen? Die staubigen Überreste. Jetzt gehört alles wieder dir. Und jetzt hätten wir gerne das Tonband. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du damit durchkommst, oder? Philipp, ich bring dich hinter Gittern. Und da kannst du dann verrotten bis zum Ende deines Lebens. Komm schon, Sonja. Du wusstest doch schon immer, wann das Blatt ausgereizt ist. Aber das hier ist kein verdammtes Spiel. Wir haben den ganzen Abend über Dana geredet. Findest du das nicht merkwürdig? Weiß nicht. Ich hatte eher den Eindruck, ihr wollt über sie reden. Naja, sie ist eine nette Kollegin. Hilfsbereit, witzig. Sie kennt sich echt gut aus. Ja, sie hat mir geholfen mit dem Gestüt und dem ganzen Umbau. Sie ist echt hilfsbereit. Kollegin. Und gute Freundin? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gerade gehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du bist verliebt in sie. Ich glaube, da hast du was völlig falsch verstanden. Das will ich hoffen. Schließlich bist du mit meiner Schwester zusammen. Und du weißt ja, für die ist nie ein Kerl gut genug. Du hast mich ausgenommen, gedemütigt. Und dann verlassen. Ich habe Antonia nicht umgebracht. Quatsch! Du wolltest einen Neuanfang mit dieser kleinen Schlampe hier. Und Antonia stand dir im Weg. Sie hätten uns nie in Ruhe gelassen, auch wenn ich Ihnen die Axt heil zurückgebracht hätte. Philipp, ich bin für dich durch die Hölle gegangen. Das Gleiche wollte ich für dich auch. Sie wollten also die ganze Zeit, dass ich ihn betrüge und verlasse, ja? Ja. Das wäre mir eine kleine Genugtuung gewesen. Ich bin unschuldig, Sonja. Ja. Erzähl das mal dem Richter. Philipp. Philipp. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ab jetzt wirst du keine ruhige Minute mehr haben, weil du nie wissen wirst, wann die Polizei vor deiner Tür steht. Also genieße jede Sekunde. Es könnte deine letzte sein. Kollegin und Freundin. Prost. Geht ohne mich in die Kneipe? Ihr spinnt wohl. Muss haben. Den Kopf lüften, der hat sie nicht mehr alle. Ich bin raus. Ciao. Ah, unsere Lieblingskollegin. Würdest du dich belästigt fühlen, wenn ich dir ein Bier spendiere? Damit kann ich leben. Keine Angst. Dein süßes Geheimnis ist gut bei uns aufgehoben. Sag mal, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Ich hatte keinen Bock auf die Vordertür. Na super. Was ist so wichtig, mit mitten in der Nacht aus dem Bett zu klingeln? Sag mal, wo sind die anderen? Oben im Salon. Sag mal, wie siehst du überhaupt aus? Wer von uns hat denn das Gartencenter an den Füßen? Wenn Ansgar bei der Wahl seiner Gäste etwas wählerischer wäre, dann würden wir alle davon nur profitieren. Ich dachte, Tanner wäre dein Gast. Das ist zu freundlich, dass du noch an mich denkst. Aber Berger ist nun mal dein Freund. Ja, macht euch mal keine Sorgen, der kommt so schnell nicht wieder. Damit dürfte die Aufregung für Philipp und Nico noch lange nicht vorbei sein. Sie hatte immer Angst um ihn. Und wer weiß, ob er nicht erneut verhaftet wird. Tja, dann wäre doch jeder da, wo er hingehört. Jeder an seinem Platz sozusagen. Immerhin hat er Nicola und Helena gerettet. Helena gerettet? Wovon redet ihr? Andi, ich hab dich gar nicht gesehen. Komm rein. Was ist mit Helena? Es geht ihr gut. Komm, nimm dir einen Hocker und setz dich zu uns. Du hast ja echt überhaupt keine Ahnung. Man muss das Hufeisen mit der Öffnung nach oben aufhängen, sonst fällt das ganze Glück ja raus. Völliger Quatsch. Die Öffnung kann auch nach unten zeigen, weil Teufel und Geister nicht durch einen Bogen aus Eisen gehen können. Und wie kommst du dann jeden Tag in die Sattelkammer? Haha, richtig witzig. Justus, haben Sie zufällig meinen Verlobten gesehen? Bedauere, nein. Christian hat vorhin gefragt, warum wir beide immer so viel miteinander streiten. Das müssen wir nicht. Du kannst auch gleich zugeben, dass ich recht habe. Nein, im Ernst.
Das ist eben so. Müssen wir darüber reden? Wir beide machen nicht gern viel Wind um solche Sachen, ne? Nein, in diesem Falle lohnt sich das auch nicht. Aber wie sagt man so schön? Was sich liebt, das neckt sich. Danke. Wie meinst du das? Doch ein Mädchengespräch? Keine Ahnung. Also gut. Pass auf. Du bist humorvoll, schlagfertig, bodenständig. Ist das gut? Du bist besonders. Das ist mir eben aufgefallen, als ich mit den Jungs gequatscht habe. Ich habe sowas echt noch nie zu einer Frau gesagt, aber Ja? Dana, du bist ein richtig guter Kumpel. Ein Kumpel. Das war ein schöner Abend. Ja. Guten Abend, die Herrschaften. Darf ich Ihnen ein Getränk anbieten? Es ist kalt. Vielleicht einen Tee oder einen Grog? Vielen Dank, Justus. Bitte? Dann ziehe ich mich mit Ihrer Erlaubnis zurück. Da seid ihr ja endlich. Hat ja ganz schön lange gedauert. Danke, dass du meinen Schatz heil nach Hause gebracht hast. Das tut man nicht alles als guter Kumpel. Richtig. Man bringt den Lover der Schwester nach Hause und wirft ihn selbstlos in ihre Arme. Gute Nacht. Als Frau könnte man eifersüchtig oder traurig sein. Aber als Kumpel hat man keine Gefühle und steht bedürfnislos daneben. Dafür hat man auch weniger Sorgen. Sorgen um den anderen, um das gemeinsame Glück, um die gemeinsame Zukunft, die es praktischerweise ja sowieso nicht gibt. Vielleicht dauert es noch ein wenig, aber ich werde versuchen, das Positive zu sehen und meinen inneren Kumpel umarmen.